Moin aus dem Wunderland. In 4 Tagen ist es endlich soweit. Da werden wir gemeinsam mit Prinz Albert und Prinzessin Charlene Monaco eröffnen. Wir sind seit 11 Jahren dabei, Monaco zu planen und zu bauen. Und nun sind wir kurz vor der Fertigstellung, haben aber bis nächsten Donnerstag noch relativ viel zu tun. Daher wird es heute keine neue Folge bei YouTube geben. Aber wir haben von Kabel 1 deren Abenteuerleben-Reportage über die Formel 1 bekommen. Die könnt ihr jetzt sehen. Viel Spaß. Komm, komm, komm. Hol ihn dir. Geh aufs Klo. Mach das Klo nass. Jetzt! Oh, geil! Klo gegen Formel-1-Wagen. Das wohl verrückteste Rennen aller Zeiten. Das ist der Hammer. Ich kann das gar nicht glauben. Wir haben so lange, eigentlich haben wir 8 Jahre auf diesen Moment hingearbeitet. Miniatur-Wunderland-Chef Gerrit Braun träumt von einem realistischen Formel-1-Rennen im Miniaturformat. Doch es gibt immer wieder Rückschläge. Heute ist wahrscheinlich so ein Tag, das deutet sich an, wo man einen Fehler wegmacht und 3 bis 5 dazukommen. Die Formel-1-Wagen sollen 365 Tage im Jahr perfekt funktionieren und ständig neue Rennen fahren. Doch mit jedem Test wächst die Verzweiflung. So, hier haben wir das Drama. Es sind noch so viele Fehler auf meiner Liste und die sind so versteckt, dass wir sie teilweise schon monatelang suchen. Rund 9 Jahre arbeitet Gerrit an dem Projekt ohne Pausen. Sogar zu Hause tüftelt der Erfinder weiter. Nachts bin ich mein eigener Boss und kann so eine Software einfach am besten programmieren. Das macht mir dann auch unfassbar Spaß, weil es gibt Fortschritte. Meisterwerk oder Misserfolg? Gerrit steht vor der größten Herausforderung, die er je im Miniatur-Wunderland zu bewältigen hatte. Und wir sind hautnah dabei. Die historische Speicherstadt in Hamburg. Mehr als 22 Millionen Gäste haben das Miniatur-Wunderland in über 20 Jahren besucht. In den atemberaubenden Miniaturwelten stecken über 1 Million Arbeitsstunden und rund 40 Millionen Euro an Investitionen. Die Liebe zum Detail hat sich gelohnt. Die Gäste haben die Modellbahnanlage mehrfach zur beliebtesten Touristenattraktion Deutschlands gewählt. (2018) ist der Startschuss für ein besonders spannendes Kapitel in der Geschichte des Miniatur-Wunderlandes. Die Provence. Die violetten Lavendelfelder sind der Hingucker. Die Landschaft mit ihren Farben und Konturen spielt die Hauptrolle. Direkt neben der Provence entsteht das Fürstentum Monaco. Auf 36 Quadratmetern dreht sich alles um die Welt der Reichen und Schönen. Und um den großen Preis von Monaco. Mitten in der Stadt soll ein authentisches Formel-1-Rennen stattfinden. Das ist die Vision und der Traum von Gerrit. Es soll seine größte technische Meisterleistung werden. 5 Jahre später. Heute ist einer der wichtigsten Tage des Formel-1-Projekts. Gerrit will zusammen mit seinen Mitarbeitern Nina, Mirko und Samuel erstmals ein Rennen fahren. Mit einem ganz besonderen Rennwagen. Gerrits Idee: Magneten sollen das Dixie-Klo beschleunigen. Dafür muss der Computer zuerst wissen, wo genau das Testfahrzeug steht. Zack, hat er gezappelt? Ja. Ja. Zurück, zurück, zurück. Ja. Ja. Vor, vor. Hinten, hinten, hinten. Ja. Vorne, vorne, vorne. Ja. Rechts, rechts, rechts. Ja. Links, links, links. Ja, das Und jetzt passt. steht er bei mir exakt in der Mitte. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Gut. Das Prinzip, wie sich die Formel-1-Autos hier bewegen, ist eigentlich ganz einfach. Es sind Magnetimpulse. Das heißt, wir lassen Strom durch einen Leiter fließen und erzeugen ein elektromagnetisches Feld damit und haben einen Magneten im Fahrzeug. Das wäre jetzt die einfachste Erklärweise. Ganz so einfach ist es nicht, denn es sind über 20 Magneten im Fahrzeug, die unterschiedlich gepolt sind. Und es sind sehr feine Leiterbahnen hier in der Straße. Das heißt, wir wollen ja eine sehr exakte, kleine, sehr deutliche Bewegung haben. Wir wollen das Fahrzeug langsam fahren können, rechts, links, geradeaus. Dazu müssen wir diese Magnetsprünge sehr fein aufgelöst machen. Nochmal zum Mitschreiben. Die 21 Meter lange Rennstrecke besteht aus Sektoren. Wenn Strom durch die Strecke fließt, entstehen punktuell kleine Magnetfelder, die von Sektor zu Sektor wandern. Die Autos haben ebenfalls Magneten. Und die folgen dem Magnetfeld. Wir haben nicht ein Magnetfeld, was fährt.
Also wir haben keine Lokomotive, die unter der Anlage einen Anhänger zieht mit einem Magneten drauf und dann folgt dieses Auto diesem Magneten, sondern wir haben eine statische Straße, die ist immer gleich an der gleichen Stelle, haben aber die Möglichkeit, an verschiedenen Stellen Strom durch die Straße zu schicken. Und dadurch will das Magnetfeld dieses Autos immer dahin, wo der Strom fließt. So könnte man das ganz vereinfacht sagen. Und das können wir mit Hochgeschwindigkeits-Mikrocontrollern und einem sehr schnellen PC so schnell und exakt steuern, dass es nachher eine fließende Bewegung wird. Aber genau dieses sehr schnelle, sehr hochauflösende Steuern ist die Herausforderung. Dann los! Die Idee mit den Magnetfeldern ist theoretisch genial, doch in der Praxis versagt oft die Technik. Das Klo hat bislang die eine oder andere Runde geschafft. Gerrit muss aber nun endlich auch die Rennwagen dauerhaft zum Laufen bringen. Denn er will die Anlage in gut 6 Monaten eröffnen. Wir fahren zwar mit unserem Dixie-Klo schon Runden, aber das ist physikalisch einfacher, weil das ist sehr punktuelle Gewichtsbelastung auf die Mitte des Magneten. Und hier ist halt das Auto eher in der Lage, ein bisschen zu zappeln. Es ist also schwieriger, so ein Auto fahren zu lassen, als die Toilette. Wenn wir das haben, fehlen noch 2 Schritte. Das Ganze verzwanzigfachen. Also wenn diese ganze Datenkommunikation, die unter der Anlage stattfindet und die Physik mit einem Auto funktioniert, ist es nicht automatisch sicher, dass es auch mit 20 gleichzeitig funktioniert. Und wenn das auch funktioniert, mache ich mal eine Woche Dauerbetrieb und dann mache ich auch hinter den Haken Dauerbetrieb, den letzten Haken, und dann können wir öffnen. Gerrit lässt Monaco in Miniatur abheben, zur Vorbereitung für den Härtetest. Der Erfinder träumt von echten Rennen. Jedes Auto hat ein eigenes Softwareprogramm. Verändern sich die Parameter wie Bremskraft oder Reifenzustand, dann sollen sich immer neue Rennverläufe ergeben. Heute findet das erste Mal ein echtes Duell statt. Test Klo gegen Formel 1 Prototyp. Und dann da. Geil, Berg hoch. Hat er gemacht. Boah, der sieht schon Das gut ist aus, schon ne? cool, ey. Damit Überholmanöver gelingen, muss die Software des schnelleren Autos den Vordermann erkennen und an einer geeigneten Stelle zum Überholen ansetzen. Es könnte heute ein bahnbrechender Erfolg werden. Könnte. Jetzt Überholmanöver, zur Überrundung eine Überholmanöver. Komm, komm, komm. Eine Runde. Yes. Yes, geil. Richtig gut. Hol ihn dir. Geh aufs Klo. Jetzt traut sich nicht vorbeizufahren. Das Dixie-Klo. Los, du packst es. Mach das Klo nass. Jetzt. Oh, Geil. Nice. Richtig cool. Ja, jetzt mit Ton, jetzt mit Ton. Komm. Oh, wie geil ist das denn? Das ist die beste Runde, die du jemals gefahren bist, oder? Ja. Geschafft. Der Formel-1-Flitzer geht in Führung. Für Gerrit und sein Team ist es ein Meilenstein. Zweite Runde. Der fährt jetzt durch. Boah, das wird so eine Geräuschkulisse hier, wenn hier alle fahren. Das ist der Hammer. Ich kann das gar nicht glauben. Wir haben so lange, eigentlich haben wir 8 Jahre auf diesen Moment hingearbeitet. Und in den letzten Wochen zeichnete es sich ab, dass es wirklich kurz davor ist, dass wir mit einem echten langen Auto diese Runde fahren können. Aber wie cool es aussieht, hätte ich nicht gedacht. Man hat immer davon geträumt, so, okay, so werden diese Bilder am Ende aussehen. Aber wir haben jetzt ja nur eine weiße Straße. Ne? Dass das auf der weißen Straße so genial schon aussieht, ey, es ist einfach der Wahnsinn. Doch es gibt schon wieder ein neues Problem. Ja, das war super. Ey, das hat Spaß gebracht. Ja, aber da haben wir Hast du gesehen, was ich gesehen habe? einen Fehler. Ja, da hinten hat es gezuckt, ne? Das Immer ist wieder. tatsächlich nicht so schön. Nina, auch das Zucken gesehen? Habe ich auch gesehen, hier in dem Bereich. Ja, ich glaube, ich hab bei ein paar Runden genau hingeguckt, dass das der Der dritte, ne? Ja, genau. Auch Ja, dieser ja. Sektor, das Genau. Das Dixie-Klo schaukelte leicht beim Fahren. Teilweise hüpfte es von Sektor zu Sektor, anstatt zu gleiten. Wow, Was kann denn das sein? das ist ja heftig. Was kann denn das sein? Und manchmal denkt man sich, okay, Vision ist ja nur eine Vision. Muss man sie dann auch wirklich erreichen? Ja, wollen wir. Deswegen, klar, heute ist wahrscheinlich so ein Tag, das deutet sich an, wo man einen Fehler wegmacht und 3 bis 5 dazukommen. Ärgerlich. Dem Team bleibt nichts anderes übrig, als die gerade erst fertiggestellte Rennstrecke wieder aufzuschrauben und die Platinen an der besagten Stelle zu checken.
Mechatroniker Samuel hatte schon in den vergangenen Monaten unter der Anlage Probleme festgestellt. Wenn zu viel und zu lange Strom floss, überhitzten die Platinen. Gut, dann haben wir hier einmal die Stecker. Die ziehen wir jetzt ab. Die gehen auf die einzelnen Sektoren. Und die werden dann bepowert von der Antriebsplatine, die dahinter steht. Und da gehen dann die Daten drüber. Und genau, dann kann das Auto da auch rüberfahren. Samuel löst alle Kabelverbindungen. Dann nehmen wir die raus. Achtung, hier klemmt's noch. Ja, Und dann nehme ich sie hier. alles klar. Perfekt, dann gehen wir damit in die Werkstatt. Ja, lass uns vorher noch markieren. Du willst noch mal anschauen? Entweder der oder der. Die beiden sind kaputt. Die Rennstrecke besteht aus 24 solcher Platinen. Wenn eine Platine einen Fehler hat, dann fangen die Autos an zu ruckeln und crashen früher oder später. Das bedeutet Nachsitzen in der Werkstatt. Gut. Dann müsstest du jetzt hier Ja. alle Widerstände noch mal nachlöten, weil die teilweise nicht richtig Verbindung haben. Und dann kann man ja noch mal in dem Zuge dann die Stecker Ja. testen. Stecker prüfe ich alle und dann Genau. gucken wir mal, ob wir den Fehler finden. Mechatroniker Mirko muss penibel Hunderte von Lötstellen kontrollieren. Einen Punkt habe ich schon gefunden. Da war der Widerstand einfach nicht festgelötet. Das habe ich jetzt nachträglich gemacht. Und ich denke, dass das der eine gewesen sein sollte. Ich werde alle noch mal kontrollieren, sämtliche Lötstellen. Und dann kann die Platine morgen die nächsten Tage wieder rein. Gerrit nutzt die erzwungene Reparaturpause, um mit seinem engsten Mitarbeiter zu sprechen. Axel gehört zu den Enthusiasten, die seit Jahren an die Vision ihres Chefs glauben. Der Mathematiker und Entwickler hat sogar eine eigene Formel-1-Teststrecke im Büro. Auf der einfachen Kreisbahn drehen die Renner schon seit Jahren ungestört ihre Runden. Gucken, was jetzt passiert. Bremst der ab? Ja, die kommen sich jetzt nicht zu nah. Okay. Die sollten jetzt eigentlich ganz lieb zueinander sein. Gerrit gilt als technisches Universaltalent. Nach dem Einser-Abitur studiert er Wirtschaftsinformatik. Heute entwirft der 56-Jährige am Rechner die Steuerungsplatinen für die Formel 1. Sie werden anschließend intern gefertigt. Ihr Aufbau ist technisch einmalig. Und bei der Formel 1 übertrifft es alle Rekorde. Damit oben auf der Anlage 20 Autochens, die mit ein bisschen Lärm ihre Runden drehen. Das ist mega, wie das aussehen wird. Aber es ist eigentlich erstmal nicht so viel. Muss unter der Anlage ein gigantischer Aufwand betrieben werden. Wir haben diese Steuerplatinen, die steuern Teil der Straße. Und zwar genau 16 kleine Abschnitte steuert so eine Platine. Hier sind 2 sehr hochleistungsfähige Mikrocontroller drauf, also Rechner. Und insgesamt für diese 16 Abschnitte brauche ich nochmal 64 kleine Minicomputer, die die ganze Zeit gucken, wo das Auto ist. Das heißt, für so ein Stück Straße, hier sieht man es, für so ein kleines Stück Straße brauche ich insgesamt 64 Mikrocontroller. Auf der gesamten Anlage sind das fast 10.000 kleine Minicomputer, die nicht einfach ihren blöden Job erledigen müssen. Nein, die müssen alle zusammenarbeiten. Die müssen in einer Hochgeschwindigkeit einen gigantischen Datenaustausch und ganz viele Datenmessungen machen. Das heißt, der Aufwand unter der Anlage, wenn das irgendwann mal funktioniert, wird alles in Schatten stellen, was wir hier jemals gemacht haben. Gäste aus 194 Ländern haben das Miniaturwunderland schon besucht. Angefangen hat alles 2001 mit dem berühmten Car System. Gerrit tüftelt damals an einem Feuerwehreinsatz in Knuffingen und hat plötzlich einen Gedankenblitz. Ein Rechner soll die Autos per Infrarotbefehle steuern. Die Besucher sollen das Gefühl haben, dass die Wagen selbstständig über die Anlage fahren. Die Autos sind in dem Sinne dumm, aber die kriegen ihre Aufträge vom Hauptrechner und der berechnet das alles. Der berechnet halt 20 Mal in der Sekunde, wann welches Auto wo sein wird. Und zum einen vermeidet er Unfälle, zum anderen provoziert er sie aber auch. Provozieren heißt, dass er möglichst knapp fahren soll, damit das Publikum sich freut, wenn es mal knapp ist. Es kracht auch manchmal, aber meistens haben dann die Fahrzeuge Schuld und nicht der Rechner. 8000 Arbeitsstunden stecken in der Entwicklung des Systems. Inzwischen sind 300 Fahrzeuge auf einem 1,6 Kilometer langen Streckennetz unterwegs. Ein weiterer technischer Meilenstein macht das Miniaturwunderland endgültig weltberühmt. Der Knuffingen Airport, Gerrits Lieblingsprojekt. 2007 baut er auf 150 Quadratmetern einen realitätsnahen Flughafen. 6 Jahre Arbeit und rund 4 Millionen Euro fließen in die Entwicklung.
Bis heute ist der Flughafen ein Besuchermagnet. Die Starts und Landungen der 52 Flugzeuge faszinieren die Besucher immer wieder aufs Neue. Dass der Bau jedes Jets rund 20.000 € kostet, ahnt kaum jemand. Der Flughafenbetrieb wird von den Computern im Leitstand permanent überwacht. Dieses Flugzeug macht Probleme und will nicht mehr abheben. Gerrit wird zur Hilfe gerufen. Entschuldigung, darf ich einmal durch? Danke. Na, Hallo, da bist du ja. Folgende Situation, der sagt dir was? Wir haben das zweite Mal heute, dass er beim Starten, dass die Stangen Nothalt, geht nichts mehr. wegen Stangendifferenz. Wegen Stangendifferenz. Der Winkel passt da irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Es ist aber nur das Flugzeug, was heute bisher passiert ist. Okay, dann hoffen wir mal, dass das die irgendwie Parameter sind, ne? Deswegen deine Hilfe, ich komme damit nicht Alles weiter. klar. Pass auf, dann lass uns das sicher gehen. Dieses Flugzeug hat einen Nothalt gemacht und das hat es nicht nur einmal, sondern zweimal gemacht. Nothalt heißt, dass irgendein Sicherungssystem, also wir überwachen uns gegenseitig ständig, also das Flugzeug wird überwacht, die Stangen, alles wird überwacht, hat gegriffen und hat gesagt, wenn du jetzt weiterfliegst, dann geht das Flugzeug kaputt, indem es am Fenster zerschellt und zerquetscht wird. Ich bin gerade ein bisschen unruhig, weil das ist nicht mehr so normal, dass das passiert. Es passiert nur noch sehr selten. Aber sicher ist sicher. Wir halten jetzt einmal kurz an und überprüfen das. Absturzgefahr. Bringt Gerrit den Vogel Hall in die Luft oder gibt es eine Bruchlandung? Und wird die Formel 1 ein Triumph oder ein Totalschaden? Crash-Alarm Genau da, auf da, der da, Rennstrecke. Nein! Unfall! Mist! Mann, das raus! November 2023. 5 Monate bis zur Eröffnung der Monaco-Rennstrecke. Zum Formel-1-Team gehört Damian. Der Mechatroniker baut die Boxengassen. Jeder Fahrer soll wie im echten Rennen zum Reifenwechsel an die Box fahren können. Später wird es wirklich so aussehen, die Mechaniker kommen rausgefahren, das Auto fährt rein, Auto fährt raus, Mechaniker gehen wieder zurück. Das Besondere an der Formel 1 ist, dass es auf jeden Fall wieder technisch ein Highlight wird. Ne? Also da werden wir schon wahrscheinlich wieder rausstrechen. Ist mal wieder was komplett Neues, was wir bis jetzt so noch nicht in der Anlage verbaut haben. Ist eine neue Technik. Frisst viel Zeit im Moment, muss man wirklich so sagen. Aber ich glaube, das Ergebnis wird einfach klasse. Damian will heute seinen Prototyp das erste Mal auf der Anlage testen. Ha, du kommst genau rechtzeitig. Guck mal, Daumen drücken. Ja. Ich fahre das allererste Mal in die Box, weil ich wusste, dass du mit der Box kommst. Ich kann da eigentlich auch gar nicht reinfahren, aber vielleicht ja doch. Komm. Hey, guck mal. Und dahin. Fast. Da würde ich jetzt gerne mal einen Reifenwechsel haben. Ja, kriegen wir hin. In 2,1 Sekunden. Ne? Ja, wir greifen ja immer gerne zu den Sternen und wenn wir hier Boxenstopps machen, dann müsste da auch eine Crew rauskommen, die den Boxenstopp ausführt. Und das hat Damian versucht, hat da eine Idee und ich bin sehr gespannt. Ich habe gerade versucht, ob ich überhaupt in die Box schon reinfahren kann. Da sind wir noch nicht ganz so weit. Das sah mäßig aus, hat mir auch gleich wieder ein paar Problemchen gezeigt, aber wir sind da immerhin reingefahren. Jetzt liegt es an dir, rauszukommen mit deinen Jungs. Gerrit gibt als erstes per Computer den Befehl, dass das Auto die Boxengasse ansteuern soll. Dadurch wird ein Magnetfeld erzeugt, das den Formel-1-Renner exakt an die Position für den Boxenstopp leitet. Eigentlich. Ist gut? Ja, ich Jetzt brauch gerade, mal als hier hättest du neue eingepackt. Reifen. Ich brauche neue Reifen. Brauchst neue Reifen. Gut, dann fahren wir mal aus. Theoretisch würden ja so die Mechaniker stehen, wenn du ankommst. Da komme ich nicht Das zwischen. könnten wir, da kommst du zwischen. Da komme ich nicht zwischen. Weil ich seitlich reinrutsche. Dann müssen wir den Abstand noch, also den Abstand der Mechaniker kann Ja. ich noch variieren. Ne? Die sind hier vorne aufgehangen, ich kann die Ich weiter komme auseinanderschieben. ja so rein. Ja. Da ich nicht lenken kann, fahre ich wirklich, ich rutsche mich so in den Platz rein. Noch funktioniert das Zusammenspiel zwischen Rennwagen und Boxencrew nicht optimal. Fast. Ja. Ja, er soll auf dem dritten Sektor stehen. Also er soll am Steht Ende er, genau ja. da stehen.
Du bist Ich jetzt wollte in die Richtung. eigentlich so. So. Das Auto zuckert ein bisschen, das heißt, wir brauchen mehr Platz und diesen Platz haben wir eigentlich nicht. Das heißt, wir müssen jetzt überlegen, ob wir das Auto so hinbekommen, dass es nicht aufhört zu wackeln beim Reinfahren in die Box. Oder auf weniger Boxen gehen, das heißt, ein paar animierte Boxen sozusagen zu reduzieren, damit wir mehr Platz haben. Oder vielleicht ist es auch noch ein Softwareproblem. Es ist auf jeden Fall wie immer. Man hat sich das ganz toll vorgestellt und jetzt ist der Weg doch weiter, als wir dachten, um an genau das vorgestellte Ziel zu kommen. Eine große Herausforderung war die Entwicklung der filigranen Formel-1-Wagen. Sie dürfen nicht zu schwer sein, sonst lassen sie sich nicht rasant beschleunigen. Sind sie zu leicht, dann verlieren sie den Kontakt zur Fahrbahn. Heute sind zum ersten Mal 3 Renner parallel auf der Strecke. Jetzt siehst du deine Babys mal in Bewegung. Das sieht ziemlich nice aus. Ich setze auf den silbernen zweiten. Ja. Oh. Wen hast du denn am schnellsten das war eingestellt? doch ein Millimeter, ne? Ei. Das hier ist ein Mercedes Formel 1 Auto von 2020 ungefähr. Es gibt keinen Hersteller, der ein 1:87 Formel 1 Auto einer aktuellen Saison anbietet. Die müssen wir also jedes Jahr neu bauen. Beim Zeichnen, das passiert noch am Computer, muss man ganz toll aufpassen, dass man die richtigen Materialstärken nimmt. Je dicker, desto robuster. Je dicker, aber desto weniger schön. Man möchte ja eigentlich so ein ganz filigranes Auto bauen. Und diesen Spagat, den versuchen Jens und ich seit Monaten, eigentlich seit Jahren kann man schon sagen, zu suchen, probieren es immer wieder aus, bricht was ab oder nicht, kann man noch filigraner werden oder muss es robuster sein, dafür ist es dann halt nicht so schön. Jens ist für den Bau aller Autotypen im Miniatur Wunderland zuständig. Er zeichnet jeden Rennwagen am PC und fertigt die Rohkarosse im 3D-Drucker an. ...60 Arbeitsstunden stecken in jedem Mini-Formel-1-Boliden. Der schönste Moment ist im Prinzip auch immer, wenn man den zum ersten Mal ausgedruckt sieht und dann sich die Teile nimmt und dann hier so zusammensteckt und dann sieht, dass es passt. Und wir haben bis jetzt immer noch den Anspruch, wir machen jedes Jahr, jede Saison die aktuellen Autos. Das ist eine unfassbare Arbeit, denn der eine hat den Spoiler hier, der andere hat den Frontspoiler ganz woanders, der Heckspoiler, die Lufteinlässe. Das muss alles ausgemessen, gezeichnet, gedruckt werden. Und diese Decals, die Aufkleber, die müssen auch alle einzeln drauf. Und so ein Auto hat bis zu 100, manchmal auch 150 Aufkleber. Und das kann man nicht schneller machen, weil ich muss die einzeln ausschneiden und einzeln draufkleben. Da geht kein Weg dran vorbei. Mastermind Gerrit Braun muss sich heute auch um ein akutes Problem auf der Altanlage kümmern. Ein Flugzeug macht Probleme am Airport Knuffingen. Die Beluga bricht immer wieder ihren Start ab. Der Flugbetrieb darf aber auf keinen Fall lange ausfallen, denn rund um den Flughafen haben sich die Fans versammelt, um die Flieger zu bestaunen. Das Problem: Die Flugzeuge werden von 2 Stangen über 14 Meter beschleunigt. Damit das reibungslos funktioniert, muss der Rechner wissen, an welcher Stelle er die Beluga anheben soll. Und das funktioniert nicht. Das war jetzt so ein schönes Beispiel, dass der Flughafen mich nicht loslässt und das ist auch gut so, denn er bedeutet mir unheimlich viel. Es ist zwar 13 Jahre her, dass wir diese 5,5 Jahre anstrengende, zehrende Bauarbeit gemacht haben und immer gezittert haben, ob das Ding im Dauerbetrieb funktioniert. Und dass ich so alle halbe Jahr mal gerufen werde, Gerrit, wir haben hier ein Problem, kannst du uns helfen? Das zeigt mir, es gibt ihn noch, er braucht mich noch. Und dann sehe ich auch immer wieder, hey, was haben wir hier eigentlich Geiles geschaffen? Es ist immer noch das Herzensprojekt. Gerrit korrigiert die Einstellungen am Rechner. Die Bewegungen von Flieger und Wolkenfenster muss er exakt aufeinander abstimmen. Testmodus raus, den Handbetrieb raus. Das Flugzeug steht nach rechts und... Der Flieger ist ein Unikat und rund 20.000 € teuer. Er sollte also nicht gegen die Wand crashen. Jeder Neustart ist purer Nervenkitzel für den Erfinder. Und ein Spektakel für das Publikum.
Ich kann kaum fassen, dass wir das jetzt hier schon 20 Jahre machen, weil es war für mich ein ganz kurzer Flug durchs Leben sozusagen. Aber es ist schön, dass es weiterhin genau so mir alle Möglichkeiten eröffnet, meinen Spieltrieb auszuleben. Weil ich bin das große Spielkind mit Visionen und einem gewissen Willen, das auch zu bekommen, was man möchte, nämlich die Idee umzusetzen. Und das gelingt uns immer wieder aufs Neue, auch wenn es im letzten Fall jetzt bei der Formel 1 schon seit 8,5 Jahren läuft. Seit der Gründung des Miniatur-Wunderlandes hat Gerrit Braun all seine Energie in den Bau der kleinen, großen Welt gesteckt. Aus den chaotischen Anfängen ist die größte Modelleisenbahnanlage der Welt entstanden. Technische Spielereien auch beim Erfinder zu Hause. Per elektronischen, automatischen Türöffner geht es ins traute Heim. Gerrits Arbeitszimmer, der perfekte Ort, um kreative Ideen zu entwickeln. Dann nachts bin ich mein eigener Boss und kann so eine Software einfach am besten programmieren. Und es macht mir dann auch unfassbar Spaß, weil es gibt Fortschritte. Ist ja nicht sonderlich gesund, das immer nachts zu machen und dann nicht zu schlafen. Und da helfen die Kinder. Ohne Kinder würde ich wahrscheinlich mich jetzt hier kaputt arbeiten, aber mit den Kindern hat man ja automatisch so eine gewisse Routine hat man. Morgens aufstehen gemeinsam, abends Abendbrot essen gemeinsam und die Zeit dazwischen gehört mir. Und ich weiß, dass ich da mindestens 5, 6, eher 7 Stunden schlafen sollte. Das heißt, ich sitze hier meistens dann so bis um 1 vielleicht und programmiere hier noch. Im Dezember 1967 werden die Zwillingsbrüder Gerrit und Frederik in Hamburg geboren. Früh entdecken die Brüder ihre Liebe zur Eisenbahn. Sie sind schon als Kinder unzertrennlich. Während Frederik eine kaufmännische Lehre abschließt, studiert Gerrit Wirtschaftsinformatik. Es gibt, glaube ich, für jemanden, der programmiert oder auch Modelle erschafft oder so, ja nichts Schöneres, als eine Idee zu haben. Also so einen kleinen Traum sogar. Das wäre doch ein Traum, wenn man das hinkriegen würde. Und man einen Weg sucht und dann auch noch findet, der zum Erfolg führt. Und das erzeugt wahnsinnig Vorfreude und Motivation, es vor allen Dingen noch besser zu machen. Ich sehe hier auf dem Bildschirm immer mal wieder, dass ein Auto sich verbremst oder so. Das will ich dann wegmachen. Und wenn es dann weg ist, freue ich mich wie ein kleines Kind. Frederik und Gerrit erobern in den 90ern gemeinsam das Hamburger Nachtleben. Sie veranstalten Partys und betreiben 8 Jahre lang erfolgreich eine Disco. Ich war damals 17 Jahre alt, bin zur Schule gegangen, Gerrit, 1er-Abi-Schüler. Ich hatte mehr Lust auf Nachtleben. Ich habe gemixt nebenbei als DJ zu Hause das geübt. Und dann haben wir eigentlich ganz schnell angefangen, so die eine oder andere eigene Party zu machen. Und die lief bombastisch. Die Zwillingsbrüder besuchen auch heute noch gern ihre alte Wirkungsstätte. Das Voila ist immer noch eine angesagte Disco. Doch Frederik und Gerrit wollen Anfang 2000 etwas Neues wagen. Nach dem Verkauf der Diskothek haben sie ihre beste Idee und gründen die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Das Wunderland ist zur echten Lebensaufgabe geworden, die allerdings auch ihren Tribut fordert. Gerrit hat kaum noch Ruhepausen. Der zweifache Vater kommt an seine Grenzen. War jetzt gerade so im Endspurt der Formel 1 und das Endspurtgefühl habe ich seit 3 Jahren, gönne ich es mir zu wenig. Und das fehlt mir auch. Ich merke auch, dass ich insgesamt immer unruhiger werde oder immer gestresster und hetziger werde. Aber ja, dann ist ja das Gute, dass man irgendwie auch nicht ganz blöd ist und irgendwann die Zeichen auch erkennt und sagt, ich brauche jetzt mal eine Pause und die nehme ich mir dann auch. Und das ist dann in der Regel mit den Kindern, weil das funktioniert einfach am besten. Also für beide Seiten. Januar 2024. Es sind nur noch 3 Monate bis zum geplanten Startschuss für den Miniatur Grand Prix von Monaco. Das Formel-1-Team bringt heute die Folie für den Straßenbelag auf. Um ein optimales Rennen zu garantieren, darf es keine Unebenheiten auf der 21 Meter langen Strecke geben. Schon ein winziger Huckel würde die Rennwagen vom Kurs abbringen. Präzisionsarbeit für die Straßenbauer. Für Modellbauchef Gerhard Dauscher startet im Fürstentum Monaco ebenfalls der Countdown. Gemeinsam mit Theresa setzt er eines der letzten der rund 250 Häuser ein. Man kann sich hier unten so abstützen, das ist ein bisschen. Zack. Hier hat es schon geschnackelt? Ja, hier bei mir auch. Okay. Hervorragend. Die Formel 1 stellt die Modellbauer vor ganz neue Herausforderungen.
Die Rennstrecke, die ist eingebaut, ganz kompliziert. Und man muss natürlich dann, wenn die Rennstrecke und das Gebäude geht, auch noch gut ran können, falls mal ein Fahrzeug entgleist oder irgendwas ist. Von daher haben wir hier die ganzen Serviceklappen. Man muss an so ein ganz empfindliches Gebäude muss man ran können. Und das muss so stabil gebaut sein, damit es beim 100-mal Öffnen am Tag trotzdem nicht kaputt geht. Und das ist bei diesen ganz feinen Details, die wir haben, natürlich eine ganz große Herausforderung. Dann hat man hier auch noch innen noch eine zweite Klappe, eine Klappe in der Klappe, damit man auch hier noch direkt dann an die Rennstrecke kommt. Und die zweite Klappe, die ist deshalb nötig, damit die Beleuchtung unten stimmt, damit eine Betondecke zu sehen ist und nicht der Hohlraum von einem Modellbaugebäude. Von daher ist das schon hier kompliziert. Also nur mal für so einen Handgriff, um ein Fahrzeug rauszuholen, müssen wir eine ganz lange, umständliche, komplizierte Planung machen, damit das später mal im Alltagsbetrieb super schnell geht. Monaco hat in Miniatur rund 20.000 kleine Einwohner. Modellbauerin Theresa sitzt monatelang an der Dekoration und den kleinen Alltagsszenen. Gerade diese Details sollen die Besucher anziehen. Monaco hat ein paar sehr markante Gebäude, die bekannt sind und die man auch sehr schön bauen kann mit vielen Details. Aber trotzdem fehlt natürlich so eine weitläufige Natur, irgend so ein Naturerlebnis. Und das müssen wir dann kompensieren mit Details, mit Figuren. Also das heißt, wir möchten hier, dass man dann an den Gebäuden, die wir bauen, nur am Gebäude, im Gebäude, auf dem Gebäude noch ganz viele kleine Details erkennt, die markant sind, ne, die auffallen, die unterhalten. Wir haben schon 250.000 Figuren geklebt. Wie schaffen wir es, jetzt nochmal mit 20.000 Figuren mehr trotzdem noch Unterhaltung zu generieren, damit die Leute Spaß haben, nicht nur das Gebäude zu sehen, sondern was passiert da? Wie im echten Leben wollen die Reichen und Schönen dieser Welt auch zum Miniatur-Grand Prix mit der eigenen Luxusjacht anreisen. In der Werkstatt wird deshalb intensiv an den exklusiven Booten gearbeitet. Die Einzelteile entstehen im 3D-Drucker. Anschließend dekoriert Steffi die Luxusjachten. Die Modellbauerin orientiert sich an Originalbildern, die sie teilweise von den Eigentümern selbst erhalten hat. Bei dem Klarlack hatten wir die Herausforderung, zum einen sollte der natürlich super glänzend sein, Hochglanz am besten, edel, Luxus, Yacht, alles muss schick sein. Zum Teil ist es tatsächlich so, dass Yachtbesitzer sich wünschen, auf der Yacht verewigt zu werden, auf ihrer Yacht verewigt zu werden. Und so habe ich halt auch diese Yachtbesitzer nachgebaut. Und die werden dann auf ihrer Yacht platziert werden. Jetzt geht es zur Stellprobe in Monaco. Gerhard Dauscher möchte sehen, wie die rund 100 Yachten vor der Kulisse des Fürstentums wirken. Der Yachthafen soll ein echter Hingucker werden. Wir haben uns ja lange den Kopf zerbrochen, wie wir Monaco hier in den Raum platzieren. Wir brauchen zum einen die Gebäude, die am Hang sind. Das Besondere an Monaco ist, es ist in einer Bucht, geht die Berge hoch. Und das Hochwandern, so die Terrassen, wie die Gebäude hochgehen, die wollten wir nachbilden. Und da mussten wir natürlich alles sehr verkleinern und stark schrumpfen. Und das zieht es jetzt runter bis zu den Yachten. Wir müssen aufpassen, dass wir hier vorne dann an der Marina, die wir darstellen, dass die Yachten nicht zu groß werden im Maßstab, damit dann nicht die Häuser irgendwie plötzlich klein erscheinen. Also auch da gilt es immer, so ein Puzzlespiel, wie passt das Ganze zusammen. Im Formel-1-Team sind Daniel und Steffen für den Einbau der Kameras verantwortlich. Die Miniaturbewohner und die echten Zuschauer sollen auf kleinen und großen Monitoren das Rennen verfolgen können. Vorbild auch hier der Original-Grand Prix. Großes Problem dabei war, wo stellen wir sie hin, dass wir auch die Perspektive haben, wie sie in echt ist. Weil wir wollten natürlich die Kameraperspektive haben, so wie sie auch in Monaco wirklich da ist. Und das war nicht so einfach, die Position zu finden. Sie steht schon nicht schlecht, aber wir müssen noch mehr quasi nach rechts drehen, dass wir mehr von der Straße einfangen. Noch ein bisschen drehen, ne? Ja, genau. Vielleicht ja. So, das sieht schon ganz gut aus. Ja, dann lassen wir den erst so und dann brauchen wir jetzt noch die andere Perspektive in die Richtung. Genau. Doch jetzt. So, wir haben jetzt die andere Perspektive auf dem Monitor. Ah, sehr gut. Also ich würde sagen, wir schieben das Ganze noch ein bisschen weiter nach links, dass wir die Tunneleinfahrt mehr in der Bildmitte haben. 80% der Positionen haben wir tatsächlich gut gefunden, geben auch bei uns ein wunderbares Bild. Als wir mit dem Projekt angefangen haben, hatte Gerrit gesagt, ach Mensch, das wäre doch cool, wenn wir das auf so kleinen 2-Zoll-Displays machen könnten. Die passen ihrer Größe wunderbar in unsere Miniaturwelt.
Und als wir in der frühen Phase waren, haben wir eher zur Kontrolle eigentlich mal ein großes Display aufgehängt. Ein 40-Zoll-Fernseher, haben wir das Signal einfach mal reingejagt und geguckt, wie schaut das Ganze aus. Und haben gemerkt, diese Bilder sind dermaßen gut, davon brauchen wir mehr. Denn wenn man in zweiter oder dritter Reihe steht und gar nicht so ganz vorne an der Anlagenkante steht, um die Autos begutachten zu können, dann freut man sich natürlich, wenn man einen guten, direkten Blick auf die Autos hat, über so einen TV-Screen, der an der Decke hängt. 20 Kameras übertragen später das Rennen auf die kleinen und großen Bildschirme. Sogar ein Livestream für die Fans zu Hause ist geplant. Und auch der Stopp in der Boxengasse funktioniert inzwischen. Doch noch fehlt das Wichtigste. Die Rennen müssen endlich im Dauerbetrieb laufen. Noch klappt das aber nicht. Die Autos sind im Tunnel gecrasht. Gerrit startet die Bergungsaktion. So, wollen wir mal schauen. So, hier haben wir das Drama. Das ist Kacke. Die Softwarefehler sind alle weg, dachte ich. Aber wir schauen mal. Was wir nicht sehen, ist die Ursache, weil die sind ja alle reingedutscht und haben sich gegenseitig verschoben. Das heißt, ich würde sagen, wir nehmen die jetzt runter. Die Wagen drehen ein paar Runden und bleiben dann oft einfach stehen. Bisher mussten die Männer alle Testrennen abbrechen. Für Gerrit 3 Monate vor der Eröffnung eine Katastrophe. Und er steht da. Vielleicht 1, 2 Leiterbahnen weiter, ne? Und er hat trotzdem sein Antriebsfeld verloren. Ja, ich hoffe jetzt, dass es wieder ein Kalle ist. Wäre mir echt lieber. Wir haben alle unsere Fehler Namen gegeben, weil es ist immer so blöd zu sagen. Das ist der Fehler, wo das Auto links fährt, während oben eine 0 steht und so weiter, haben wir einfach einen Namen uns dafür ausgedacht. Und dieser Fehler, den haben wir Chantal genannt. Und der ist artverwandt mit Kevin tatsächlich. Aber hier ist es Chantal jetzt. Querfahrten, die zu einem Fehler führen. Die Entwickler teilen die Fehler in Kategorien ein und versuchen systematisch die Ursachen zu finden. Das Ganze dokumentieren sie penibel jeden Tag, per Strichliste. Das ist die Tafel der Wahrheit oder die Tafel des Schreckens. Wenn hier keine Striche mehr sind, ja, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es also mehr geschafft, als wir müssten, kann man sagen, weil das System darf Fehler machen. Also es ist halt so, hier darf mal jemand runtergehen müssen vom Leitstein und irgendwas korrigieren müssen. Das wäre ja ganz normal. Wenn hier aber keine Striche mehr sind, dann hätten wir gar keine Fehler mehr. Also hier stehen alle Fehler drauf, die wir in den letzten 2 Monaten gehabt haben. Hier, die 1 hast du auch. Ein weiterer Versuch. Ja. Diesmal gehen 8 Boliden an den Start. Sie sollen einige Runden drehen. Gerrit möchte testen, ob die Aufholjagden und Überholmanöver funktionieren. Gehen wir los. Die Entwickler sind nach dem Rückschlag angespannt. Sehr cooles Manöver, sehr cooles Manöver. Schade. Aber er ist noch dran. Gerrit und sein Team haben nur noch gut 3 Monate, dann wird hier Prinz Albert zur Eröffnung erscheinen. Und der will ein Rennen sehen, keinen Rennabbruch. Doch dann passiert es wieder. Nach 2 Runden ist Schluss. Crash. Ende der Testfahrt. Gleiche Stelle und das gleiche Auto. Es ist das gleiche Auto. Und das ist ein interessanter Hinweis. Und es ist ein anderes als gestern. Das ist mies. Ja. Hinten, kurz vor der Haarnadel. 2 Fehler wieder. Wieder 2 Fehler. Und die ist nämlich hier links gefahren. Die müsste jetzt neben dem Gelben stehen. Also gefühlt sind die letzten Monate die härtesten in meinem Miniatur-Wunderland-Leben. Ich teste. Um den Zusammenhang zu finden, tue das, dann kommt der Fehler. Denn in dem Moment, wo ich entweder Axel oder mir selbst oder Daniel oder Stefan sagen kann, pass auf, klick mal da, mach mal das und dann siehst du's, dann kann man einen Fehler wegmachen. Aber wenn ich dem oder auch mir selbst sagen muss, ey, der 1 Million Runden und dann kommt der einmal an verschiedenen Stellen auf der Anlage, dieser Fehler, den wir suchen, der ist kaum findbar, aber er muss gefunden werden. Anfang März 2024, gut 6 Wochen vor der offiziellen Eröffnung der neuen Miniatur-Wunderwelt. Die Modellbauer haben das Fürstentum auf 36 Quadratmeter geschrumpft. Mit seinen engen Gassen, den markanten Wohnhäusern der 70er Jahre und der Formel-1-Strecke. Insgesamt hat das Team rund 1500 Bäume, 1100 Autos,
10.000 LEDs und 20.000 Figuren verbaut. Highlights des Miniaturfürstentums sind der mondäne Yachthafen und der historische Fürstenpalast. Motorsportfans freuen sich besonders auf den Formel 1 Grand Prix. Gerrit hat die letzten Wochen Tag und Nacht an der neuen bahnbrechenden Steuerung gearbeitet. Ein wanderndes Magnetfeld soll die kleinen Rennwagen über die Strecke düsen lassen. Es ist verrückt, so 6 Wochen vor der Öffnung bin ich meinem Traum so nah wie selten zuvor. Nämlich dem Traum, dass wirklich die Autos also selbstständig Rennen fahren, kein Rennen gleich dem anderen, sich überholen und so weiter. Das klappt alles hier in der Steuerungssoftware einwandfrei und auch schon auf der Anlage, aber noch nicht zuverlässig. Danke sehr. Bin ja gespannt. Ich auch. Also, Wie kannst du jetzt in der Reihenfolge hinstellen? Ja, aber darf ich den Red Bull als meinen Favoriten nach vorne stellen? Ja, ich nehme den Ferrari. Heute soll das erste echte Miniaturrennen mit 8 Autos stattfinden. Mit im Cockpit Zwillingsbruder Frederik Braun. Also der Red Bull muss weiter nach vorne, ist ja mein Favorit. Ja, warte ab, die Startaufstellung wird noch gewürfelt. Ah, okay. Dass ich jetzt hier stehe, ist ein Märchen. Das ist also, ich glaube, vor 4 oder 5 Jahren hat sich hier das erste Mal was bewegt. Und jetzt will Gerrit hier das erste Rennen fahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es durchfährt. Glaube ich nicht, weil er hat so viel in letzter Zeit geflucht. Von daher ist das ein ganz aufregender Moment. Weil wenn das heute klappt, dann weiß ich, dass die Eröffnung gut wird. Die Warm-up-Runde startet. Es steht einer. Frederik leidet mit. Scheitert der Traum des Bruders schon auf der Startgeraden? Der ist kaputt, guck mal. Alles geht schief wegen dem Auto. Ich weiß. Niemand kann Gerrit jetzt helfen oder trösten. Fieberhafte Fehlersuche. Du weißt, was du tust, ne? Ich weiß, dass ich hier gerade krampfhaft versuche, das Auto, auf das ich gesetzt habe, zum Fahren zu bringen. So fährt er nicht. Aber ich hoffe jetzt, mein Favorit ist raus. Das ist jetzt doppelt doof, weil ich weiß ja, was er hat. Ich bräuchte jetzt ungefähr eine halbe bis 3/4 Stunde, um das zu reparieren. Er scheidet aus. Ich suche mir einen neuen Favoriten. Ich nehme den Mercedes. Okay, Mercedes gegen Red Bull. Die Startaufstellung legt der Computer per Zufallsprinzip fest. Das Safety Car setzt sich an die Spitze des Feldes und dreht zuerst noch eine Kontrollrunde. Danach wird die Strecke freigegeben. Und Start. Gib Gas, komm! Er ist zumindest auf 3. Position. Das Premierenrennen geht über 10 Runden. Nochmal zur Erklärung. Jeder Rennwagen hat ein eigenes Steuerungsprogramm und denkt selbstständig. Er trifft eigene Entscheidungen. Gas geben, bremsen, überholen, je nachdem, was die anderen Autos machen. Na, oh, da hat er sich verbremst. Ja. Na komm! Oh. Ist das der Hammer, Gerrit. Also wenn du an den Blauen vorbei möchtest, müsstest du dich jetzt langsam mal ins Heck ansaugen. Genau, da kommt er nicht. 4 Runden lang geht alles gut, dann folgt der Crash. Nein! Unfall. Der Computer schickt das Safety Car auf die Strecke. Man hat es ja am Anfang vor ein paar Jahren auf der Testanlage gesehen und das ist was ganz anderes. Das hier zwischen den Yachten, in den Häuserschluchten hier wirklich in Monaco, so in diesem Bild hier zu sehen. Man braucht die Augen ja nur so ein bisschen verschwommen zu machen. Man denkt wirklich, es ist 100% echt. Die Bewegungen der Autos, es ist ein Meisterstück. Und das Schöne ist, bei unserer Formel 1 ist jetzt ein Werkstattwagen gekommen und hat das Auto vor Ort repariert und jetzt geht's weiter. Die Brüder packt das Rennfieber. Außen. 6 Autos sind noch im Rennen. Später werden 15 bis 20 Boliden um den Sieg kämpfen. In diesem Rennen hat Gerrit dem Red Bull besonders gute Reifenwerte gegeben. Das macht sich bezahlt. Ja! Vorbei. Ich glaube, du siehst jetzt schon die C-Flagge gleich. Wenn er noch Glück hat, setzt er sich daneben. Wollen wir mal gucken? Ist das schon die letzte Runde? Das heißt, jetzt muss er vorbeikommen?
Frederiks Renner liegt in Führung. Na. Ja, und, nicht überholen. Frederik siegt und Gerrit triumphiert. Die Generalprobe ist geglückt. Mega, Gerrit. Absolut mega. Es ist so schön zu sehen, dass das alles, was ich mir so überlegt habe, hier funktioniert. Ne? Also man sieht, ich schraube ein bisschen die Reifenqualität hier in der Software hoch bei einem Auto und dadurch wird das Auto schneller und fängt an, Überholmanöver zu beginnen, weil jedes Auto ist im Computer ja ein Prozess. Es ist wirklich ein eigenständiges Auto sozusagen, was ausrechnet, was da so geht und wo es so lang fahren könnte. Ne? Und in dem Moment, wo ich dem höhere Fähigkeiten gebe, bessere Bremskraft, besseren Motor, bessere Reifen oder wie auch immer, hat das Auto mehr Möglichkeiten und fängt plötzlich an, Lösungen für Überholmanöver zu finden. Und das hat funktioniert gerade. Und das fasziniert mich. Also wir sind so dicht an dieser Vision von vor 10 Jahren dran, dass die auch wirklich, wirklich wahr wird. Ich bin glücklich. Das war jetzt das erste Rennen, das ich in dieser Form gesehen habe. Das war also jetzt der Test. Was wird das eigentlich? Und das war unfassbar. Das war, wie ich mitgegangen bin. Ich habe ja fast geschwitzt mit meinem Auto, auf das ich gesetzt habe. So, als es dann überholt hat und so, das war wie, als wenn ich ein echtes Formel-1-Rennen gucke. Das war wirklich großartig. Das ist... Jetzt kann ich es gar nicht mehr erwarten, dass es auch wirklich irgendwann richtig losgeht. Es soll sogar nachts spektakuläre Rennen geben. Doch bis zum ersten richtigen Miniatur-Grand Prix muss Gerrit weiter an seinem Traum arbeiten und versuchen, die letzten Fehler auszumerzen. Wenn alles gut geht, dann startet in 6 Wochen die Formel-1-Saison im Miniatur-Wunderland. Ich hoffe, ihr könnt jetzt verstehen, wie viel Liebe, Detail, aber auch Genie in der Formel 1 steckt. Und eine andere Sache sei noch angemerkt. Gerrit sieht man da hinten arbeiten. Er hat wahrscheinlich vor 2-3 Tagen großen Fortschritt gemacht, aber das wird er euch in einer der nächsten Folgen genau erzählen. Am Donnerstag kommt ein Video raus, wo wir mit einem Roboterarm versucht haben, die ganze Schönheit der Formel 1 einzufangen. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr das weiterleitet, in die Welt raustragt und es mit uns zusammen zu einem großen Erfolg macht. Danke und einen schönen Sonntag noch.